Wir von Medieval Art Stories haben uns gedacht, es wäre doch spannend, wenn wir einzelne Miniaturen ein bisschen detaillierter erklären und erleuchten. Und so haben wir die Reihe Meine Lieblingsminiatur ins Leben gerufen. In dieser Reihe sollen einzelne Miniaturen aus unterschiedlichsten Handschriften näher erläutert werden, zum besseren Verständnis, aber auch damit Sie sehen, wie spannend die Bildinhalte sind und wie viele Dinge eine einzelne Bildseite Ihnen erzählen kann. Meine Lieblingsminiatur, die neue Reihe bei Medieval Art Stories. Heute möchte ich Ihnen über eine Miniatur aus einer wunderbaren Handschrift, die in Gentilly in Frankreich liegt, erzählen. Die Handschrift ist eine Liebesgeschichte. Wir wissen nicht sehr viel über den Inhalt. Es ist eine mysteriöse Handschrift, aber es ist klar, dass es um die Geschichte zweier Liebenden geht. Vermutlich Louis und Jean. Diese wunderbare Liebesgeschichte ist sehr verzwickt und mysteriös. Wir wissen nicht genau, was passiert, wer denn dargestellt wird. Sicher ist nur, es ist eine höfische Liebesbeziehung aus dem 16. Jahrhundert. Es handelt sich um eine reine Bildhandschrift, das heißt, es gibt keinen Text, der uns irgendwelche Hinweise bieten könnte, was es ein bisschen verkompliziert. Es ist nicht ganz klar zuzuordnen, von wem diese Handschrift verfasst wurde und wem sie zugedacht war, beziehungsweise wer das Liebespaar ist, den man sieht. Man vermutet aber anhand der Agraffe, die hier zu erkennen ist, an dem Hut, dass es sich um Jean handelt. Und sie ist vermutlich Louise. Wir sehen die Szene in einer höfischen Liebe in Verknüpfung mit Ornamentseiten, die vielen Interpretationen Spielraum gewähren, aber nicht eindeutig zuzuordnen sind. Am Ende dieser Handschrift finden wir zwei wunderbare Miniaturseiten, die ich hier nun ein bisschen näher erläutern möchte. Auf zwei gegenüberliegenden Miniaturseiten sehen wir zwei besonders spannende, bezaubernde Miniaturen. Auf der linken Seite ist eine Ornamentseite mit einem grünen Vogel zu sehen. Dieser grüne Vogel ist vermutlich ein Papagei. Auf der rechten Seite ist eine detaillierte und besonders schöne Abbildung eines Innenraums zu erkennen, aber die dargestellte Szene ist wohl eher traurig. Wir sehen in der Bildmitte eine Dame in Schwarz gekleidet, vermutlich die Überbringerin einer schlechten Nachricht. Denn die Dame sitzt trauernd, sich die Tränen mit einem weißen Tuch abtrocknend, vermutlich zutiefst betrübt über das, was sie gerade erfahren hat. Spannend wird das Ganze, wenn wir die beiden Bildseiten in Verbindung setzen. Die rechte Miniatur steht in direkter Verbindung zu der linken Ornamentseite. Auf der rechten Seite wird eindeutig eine schlechte Nachricht überbracht, die sich über die linke Bildseite, nämlich den Papagei, der einen Bezug zu einem zeitgenössischen Text darstellt, erst erschließt. Es geht hier vermutlich um einen Text, der von Le Maire verfasst wurde, einem poetischen Scherz, der sich nennt Die Epistel des grünen Liebhabers. Der Hintergrund dieser Geschichte ist die Abwesenheit Margaretes von Österreich von ihrem Schloss in Frankreich. Sie musste sich auf Reise begeben und musste ihren grünen Sittich zurücklassen. In ihrer Abwesenheit verstarb das Tier, vermutlich wurde es vom Jagdhund erlegt, und ihre Trauer über dieses Versterben ihres Lieblingstieres war dermaßen groß, dass sich Le Maire dazu veranlasst sah, einen poetischen Scherz bzw. einen Brief des grünen Liebhabers zu verfassen. Epistre de l'amant vert à Madame Marguerite Auguste. Es ist ein Abschiedsschreiben des grünen Vogels, der untröstlich über die Abwesenheit der Herrin einen langen Brief über seinen Tod schreibt. Ich zitiere: Wenn es wahr ist, Tochter des mächtigen Kaisers, dass du mich ehedem scheinbar geliebt hast, so schenke einen Blick deiner hellen Augen diesem meinem letzten Schreiben. Dem letzten, denn ich bin entschlossen, meinem kurzen Leben ein Ende zu bereiten. Wie könnte ein so großes Herz in einem so schwachen Körper den Tag deiner Abreise erleben, ohne zu brechen? Des Weiteren schreibt der grüne Gefährte untröstlich: Und nun lebe wohl und lasse auf meinen Marmorstein diese Worte graben.
Hier ruht in hartem Gemach der grüne Liebhaber, dessen hohes Herz mit wahrer, reiner Liebe erfüllt, den Verlust seiner Dame nicht zu überleben vermochte. Der Text von Le Maire wurde dermaßen populär, dass er auch eine zweite Epistel verfasste, einen Brief, in dem er erzählt, wie er in das Paradies der Tiere kommt und wie dort sein Aufenthalt ist. Eine bezaubernde Miniatur und ein wunderbarer Konnex, der hergestellt wird zwischen zwei Bildseiten, die sich nur dem erschließt, der den Text von Le Maire kennt. Und wir kennen ihn natürlich in unserer Zeit nicht mehr, aber wir vermuten, dass die Anspielung in diese Richtung geht, denn der Text und die Miniaturen sind zur gleichen Zeit entstanden. Also es ist eine wunderbare Verwebung von bildlichen Inhalten, von einer Liebesgeschichte aus der höfischen Welt, die verknüpft wird mit einem wunderbaren, populären Text der Zeit für Margarete von Österreich.